Willkommen Modellbahnfreunde, willkommen zu diesem speziellen Video über die Trax 1 und wie ihr unschwer erkennen könnt am Werbelogo zu meinem ersten unterstützten Werbevideo. Und wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt. Ja, vorab erstmal vielen Dank an Rocco für diese Unterstützung, die dieses Video überhaupt möglich gemacht haben. Denn diese zwei Lokomotiven, die 482 von SBB Cargo und die 185 von Stahl auf Stahl von DB Cargo, habe ich nur hier, dank Rocco. Die sind eine Leihgabe für dieses Video, denn meine Loks, die ich bestellt habe, sind mittlerweile wohl auf dem Weg, aber mein Händler, ich nenne jetzt keine Namen, ist in letzter Zeit irgendwie mit den Neuheiten relativ langsam. Das heißt, ich sehe Lokomotiven immer wieder bei euch allen auf Facebook, wie ihr sie schon habt, und ich frage mich dann, ich habe noch nicht mal die Bestellbestätigung respektive die Zahlungsaufforderung bekommen. Aber nun gut, so ist das. Ein Dank an lieben Rocco, an das liebe Rocco-Team, so wollte ich das sagen, für die Unterstützung. Die Loks sind geliehen, die gehen wieder zurück. Meine sind natürlich auf dem Weg, aber so kann ich dieses Video machen, was ich schon länger vorhatte, um mal die Unterschiede der alten Trax 1 von Thorsten Kühn, hab ihn selig, und die Weiterentwicklungen, die Rocco vollzogen hat mit dieser tollen Lok, auf Basis der alten. Denn mir ist das tatsächlich ein Anliegen, weil ich doch das ein oder andere Video mit relativ schlechten Kommentaren gelesen habe, die ich persönlicherweise nicht so nachvollziehen konnte. Denn die Lok ist eine Entwicklung der Lokomotiven, die ihr hier vor allem auf der rechten Seite und im Hintergrund seht, die auf der linken, die mit dem Rocco-Schimpfwagen mit dem blauen da stehen. Das sind dann alles die Rocco-Lokomotiven, alle mit Sound, gibt es natürlich auch ohne und analog. Und wir wollen heute mal auf die Unterschiede eingehen und warum das auch für mich so spannend ist. Der ein oder andere Hardcore-Fan von mir, der hat es vielleicht im Kopf, aber ich glaube es fast nicht. Denn diese DB Cargo 185, die hier so im Hintergrund ist, das war meine erste eigene Lokomotive, mit der ich wieder in das Hobby Modellbahn eingestiegen bin. Und ich glaube, die gab es damals von Kühn im Laden für so um die 100, 110, 120 Euro, irgend sowas in dem Dreh. Und die habe ich mir im Modellbahnladen in Gera am Hauptbahnhof geholt, den es leider auch nicht mehr gibt. Und ja, das war mein Einstieg in die Modellbahn oder der Wiedereinstieg. Und deswegen ist das für mich ein besonderes Modell. Habe auch eine besondere Bindung. Wie ihr seht, ist die leicht gesubert. Die hat die Schläuche gelb, wie sie im Auslieferungszustand sind. Und ich würde sagen, wir starten rein und gehen mal auf die Verbesserungen ein, um uns mal klar zu machen, was Rocco an dem Modell optimiert hat. Und was mir daran besonders gut gefällt, das soll jetzt hier keine Lobhymne oder irgendwas sein, sondern ich freue mich tatsächlich, dass Rocco das Modell konsequent weiterentwickelt hat. Und vergesst dabei bitte nicht, natürlich gibt es Einschränkungen wie die nicht so filigranen Stromabnehmer, aber alles hat seine Grenzen, denn wir alle wünschen uns bezahlbare Modelle. Und ich kenne immer den einen oder anderen, der immer alles fordert und möchte dann aber eine Lokomotive für 80 Euro haben. Das sage ich jetzt bewusst übertrieben. Aber so ist es dann teilweise und jeder von uns weiß eigentlich, dass das nicht funktioniert. Und deswegen steigen wir ein. Ja, was natürlich als erstes ins Auge sticht, ist ein Führerstand, der ausgerüstet ist. Ich habe tatsächlich die ein oder andere Lok, jetzt nicht von Kühn, sondern von Tillich, aber auch Trax-Lokomotiven, wo ich den Führerstand bepinselt habe. Pico hat das teilweise auch gemacht, aber nicht, ja, ich sage jetzt mal,
Sie haben die Farben beachtet, dass das passt. Sie haben nicht das Standardgrau genommen, so wie das Kühn und Tillich regelmäßig machen, sondern sie haben das richtige Blau des Führerstands genommen. Aber Rocco hat einen draufgesetzt und hat einen, ja, ich würde sagen, dreidimensionalen und farblich gestalteten Führerstand in TT gemacht. Wie geil ist das denn bitte? Und den schauen wir uns als erstes mal genauer an. Ja, man kann es leicht erkennen, aber ich hole es tatsächlich mal in die Kamera, um das Ganze wirklich darzustellen. Also da hinten ist ein Decal draufgesetzt. Hier ist sogar der Handlauf, der Türgriff dargestellt. Und es hat so ein bisschen dreidimensionale Wirkung, weil es wahrscheinlich durch die Form des Führerstands ums Eck geht. Aber wie rattenscharf ist das denn? Und Freunde, ich wäre bekloppt. Guckt mal hier ins Eck durch das Seitenfenster. Da ist sogar eine Jacke oder eine Weste zu erkennen. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Gut, die allgemeine Farbvariante oder die Farbvarianten, die jetzt gekommen sind, gefallen mir besonders gut. Und wir können das hier nochmal sehen. Das ist der alte Führerstand, der geht hier auch so ums Eck. Aber der ist grau in grau. Was auch okay ist. Die Bedruckungen waren damals schon wirklich sehr gut. Aber der Vergleich ist natürlich der Hammer. Holen wir uns nochmal die zweite neue Variante. Ist ab diesen neuen Varianten mit der SBB Cargo und der Stahl auf Stahl verfügbar und sieht einfach brutal genial aus. Also richtig geil. Einfach geil. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ja, was sonst die Unterschiede angeht, die möchte ich gerne auch nochmal erwähnen. Der Motor hat jetzt neu 29.000 Umdrehungen die Minute statt 23. Es ist eben ein Soundeinbau möglich für die Fahrzeuge. Das Getriebe wurde etwas optimiert. Das Gehäuse ist jetzt lichtundurchlässiger, also wir kennen das Thema und das hat nicht nur Kühn respektive Rocco gehabt. Bei Tillich kenne ich es auch immer wieder. Du hast das Fahrtlicht an und es strahlt durchs Gehäuse. Die Dachantennenbedruckung sind optimiert, Sound ist optimiert, der Führerstandsaufkleber sind wir gerade drauf eingegangen, mehrfarbig und detailverliebt. Ich musste mir das hier aufschreiben, das ist so viel, was geändert worden ist. Eine aufwendige Bedruckung am Gehäuse, wie auch am Batteriekasten. Das sehen wir hier unten. Wo ist mein Finger? Fensterscheiben mit beigefarben bedruckten Heizleitungen. Okay, krass. Das habe ich jetzt noch gar nicht so. Ach ja. Ha, verrückt. Das ist ja richtig geil. Wir sehen das hier, dieses helle Abstehende. Wir können das auch nochmal vergleichen. Ja, deutlich zu sehen. So, die SBB Trax vorbildgerecht mit unterschiedlichen Dachfarben der Dachschrägen und des Hauptdachs. Ja, das ist so. Das sehen wir recht deutlich. Ja, das ist durch die Kamera gar nicht so schwer, die Lok wieder die Lok wieder aufzusetzen. So, und dann haben wir noch folgende Punkte. Das Abstellpiktogramm an der Pufferbohle ist mehrfarbig ausgeführt, sowie weitere mehrfarbige Drucke im Rahmenbereich gilt auch bei der DB Trax.
die DB Trucks, mehrfach aufwendig ausgeführter UV-Druck am gesamten Gehäuse, aufwendigster UV-Druck, der bisher an einem TT-Modell durchgeführt wurde. Na dann würde ich sagen, the stage is yours. Also die Lackierung ist wirklich geil. Also ich finde die Lok auch im Original schon eine echt geile Farbvariante. Aber ich muss sagen, das wirkt unwahrscheinlich gut. Also unwahrscheinlich genau, gefällt mir echt richtig gut. Und zu guter Letzt, was natürlich für alle ehemaligen Kühn-Modelle gilt für die Trucks aber auch nochmal im Besonderen, weil es zwischendurch da echt nicht so einfach war. Die Ersatzteilversorgung ist komplett umgestellt. Die Ersatzteile, die bisher nicht verfügbar waren, sind im Sortiment mit aufgenommen und können eben bei Rocco für alle alten Kühn-Modelle bestellt werden. So, jetzt habe ich mal die Neuerungen, die Rocco durchgeführt hat, die leichten Optimierungen genannt. Und ja, der Stromabnehmer ist immer noch der alte, aber hey Freunde, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Du kriegst ja ein Soundmodell für unter 300 €, wirklich optimiert. Und ich will jetzt kein Bashing betreiben, aber Tillich schafft es bis heute nicht, eine Lokomotive mit Sound ab Werk anzubieten und zu optimieren. Wir dürfen nicht vergessen, wie alt diese Entwicklung ist. Und um euch da jetzt mal ein Beispiel zu geben, was mich schockiert und der Aufschrei eigentlich nicht vorhanden war, ist das gute Stück. Ich würde sagen, das Modell ist 40 Jahre alt. Da wurde einfach nur ein Druck drauf gepflanzt und da hat sich keiner beschwert. Ich meine, schaut euch das hier oben an. Deswegen, ja, das Kühn-Modell hat seine Punkte, wo man sagen könnte, kann man heute besser machen, aber wir dürfen nicht vergessen, eine komplette Neuentwicklung, da hätte Rocco auch die Formen hier wegwerfen können und hätte das Sortiment von Kühn gar nicht übernehmen müssen. Aber das haben sie nicht getan und sie haben echt richtig was rausgeholt und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Lok heute dasteht, richtig gut, so wie Kühn früher war. Er stand auch immer für Qualitätsmodelle, die ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis hatten. Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein und machen eine Trax 1 Fahrsession, denn wir können ja jetzt wieder fahren und ich würde sagen, starten wir rein.